Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei der Stanley Parable. Le Stanley Parable. Dort befinden wir uns heute. Ganz kleine Info, ist nur ein kleines Let's Play, weil das Spiel ist nicht so lang und es dient auch nur momentan zum Ersatz für Assassin's Creed 4, weil dort Uplay meinen Speicherstand ja nicht abgespeichert hat und ich demnach alles bis zu dem Stand, wo wir gerade sind, nochmal nachholen muss. Das aber nur nebenbei, damit ihr da Bescheid wisst, weswegen Assassin's Creed nicht kommt und weswegen jetzt stattdessen die Stanley Parable kommt. Und jetzt würde ich sagen, wir schmeißen uns direkt mal hier ins Spiel. Ich glaube, viel muss ich dazu nicht mehr sagen. Die meisten kennen es höchstwahrscheinlich. Ging ja vor einigen Wochen, Monaten schon durch die Gaming-Medien und da wurde es als sehr lustig, sehr unterhaltsam und sehr neu, sag ich mal, hat man in der Form noch nicht gesehen, bezeichnet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, wieso nicht auch wir? Ne? Wieso nicht auch wir? Is never, this is, the end is never, the end is never, the end is never, the end is loading never. Das Ende lädt nie? Warum? Was? Na gut, solange es nur das Ende ist, solange wir hier gleich anfangen dürfen, habe ich da kein Problem mit. Klick to skip. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, ich glaube, das müssen wir dann jetzt mal machen. Aber ich finde das super. Die haben ja gerade, im Grunde genommen wurde gerade der 0815-Job eines durchschnittlichen Deutschen beschrieben. Ja? Da würde er mir auch immer gesagt, hier komm, mach dit. Und dann macht man das eben, wa? Und dann, manchmal hat man sogar noch Spaß daran. So, okay, ich bin Stanley. Und es ist 11:24 Uhr. Das kommt nicht ganz hin. Das ist irgendwie eine andere Zeit, aber was soll's. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier irgendwelche Rechnungen? Irgendwas Interessantes, was wir bezahlen können oder so? Können wir irgendwas tun? Nö. Hier können wir jetzt erstmal nichts tun. Können wir springen? Zumindest nicht mit Leertaste. Keine Ahnung. Würde ich sagen, wir gehen mal aus unserem Büro hinaus. Können wir ein anderes Büro? Nein, können wir nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wo ist denn the Meeting Room? Gibt es hier irgendwo Hinweise, wo diese Meeting Room ist? Was steht da? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Who farted? Die brauche ich, die Tasse, ey. Wer hat gefurzt? Super. Warte mal, hier ist so ein PC an. Was ist hier los? Mist, kann ich nichts mitmachen. Schade. Gut, dann eben weiter. Man muss natürlich dazu wissen, dass dieses Spiel von einem Menschen programmiert wurde. Und dafür ist es schon ganz schön gut. Sieht halt ein bisschen aus wie... Erinnert ein bisschen vom Design her an Portal, muss ich sagen. Ich
Frage ist nur, wo ist der Meeting Room? Ich glaube, es ist nicht so schwer zu finden, weil immer nur eine Tür offen ist. Hier nochmal, Who Farted? War wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk vom Chef aus dem Jahr 1984. Da gab's, jeder hat da so eine Tasse bekommen mit Who Farted. Was da zu sehen? Ich habe keine Ahnung. Wie ihr merkt, ich gucke mir ganz gern alles an, ne? Wisst ihr ja, kennt ihr ja, ist ja nichts Neues. Altes Telefon. I hate Mondays. Okay, kennen wir. Ist jemand hinter der Tür? Nö. Weiter geht's. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich sag mal so, ne? Ich behaupte ja einfach mal. Das sind hier so Psychospielchen, ne? Ich könnte natürlich jetzt tatsächlich die linke Tür nehmen. Aber viel interessanter wäre es doch, wenn wir die rechte Tür nehmen und dann mal schauen, was passiert, was der Sprecher so erzählt. Wobei natürlich höchstwahrscheinlich die meisten die rechte Tür nehmen, weil ja man ein experimentierfreudiges Wesen ist, nicht wahr? Aber ich mach's trotzdem. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Genau. Deswegen... Oh. Ah, yes. Truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Es ist wirklich schön. Was steht da? Yes. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, das ist schon wirklich... das sind nicht mal Paintings, sondern das sind Fotografien sind das. Bestimmt auch vom Chef. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Guck mal. Ist schon eine halbe Stunde vergangen jetzt. Mann, wir müssen langsam da mal Schluss machen hier. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Ich finde das ja echt super, ey. Ja, ich glaube, das Spiel möchte mir eine Mitteilung mitteilen. Eine Nachricht mitteilen, dass ich doch mal hier diesen Raum verlassen soll. Was passiert, wenn ich jetzt hier weiter drin bleibe? Kaffeenut. Es scheint so, als ob jetzt nichts mehr passieren würde. Gut, dann verlassen wir einfach mal den Raum. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. The first open door to his left. Nope. Natürlich nicht. Ist ja klar. Wieso sollten wir das auch tun? Oh. Hier Zeichnerbüro. Sehr interessant. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ja. Ich bin echt schlecht darin, Richtungen zu folgen. Was steht hier? Caution. Do not lie. If you are lying right now, stop. Lüge ich gerade? Ich überlege gerade. Nee. Ich glaube, nicht, dass ich wüsste. Also, irgendwie lügt man ja ständig, wenn man mal ehrlich ist, aber zumindest so kleine Sachen. Man bastelt immer noch irgendwas dazu oder so zu Storys. So ganz klitzekleine Dinge. So, und nu? Bestimmt müssen wir auf den Fahrstuhl, weil woanders können wir ja gar nicht hin. Das Lager, auch sehr interessant. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Kann ich hier runterspringen? I'm not asking. What? Really?
I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Das ist ja so geil gemacht, ey. Schön. Schön, echt schön. Ich würde ja ganz gern ganz runter. Scheiße, ich bin falsch gesprungen. Gut, egal. Danger. Danger everywhere. Hilfe. Noch sehe ich hier keine Gefahr. Ah, jetzt kommen wir sogar nach unten, oder? Mist, wieder nur eine Türe offen. Warning, do not stand on this side of the fence. Ah, fuck. Gut. Also ich muss sagen, ich finde den Humor ja echt geil. Das ist ja echt schon... Now listen carefully, this is important. Okay. Stanley walked through the red door. Witzig ist ja, dass er garantiert wirklich jeder genau das Gegenteil gemacht hat. Ich bin jetzt auch versucht, mal endlich die rote Tür jetzt wirklich mal zu nehmen. Einfach so. Nehme ich jetzt... Komm, wir nehmen jetzt einfach mal die rote Tür. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I want it to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Whoop. Eine Tür. Mit Schwarz dahinter. Sieht sehr einladend aus. Äußerst. Uah. What do we want? What are we looking for? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Nix. Das sah aber gerade noch anders aus hier. Was soll das sein? Achso, eine Tür. Wo sind wir denn jetzt gelandet, ey? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Ich finde es ein bisschen creepy, muss ich sagen. Oh, ist das schön, so unglaublich schön. Kann ich wieder zurückgehen? Ich kann wieder zurückgehen. Oh. No, wait. Where are you going? Okay. Wer ist schon wieder da? Where were we? Willst du mir jetzt noch was erzählen? Was ich, wenn ich hier runterspringe? Hier kann ich nicht runterspringen. Schade. Sehr, sehr schade. Hier ist es ja richtig schön. Hier ist noch alles Baustelle, noch überall die Rigipsplatten hier. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Ach, das ist doch nicht so schlimm, dann können wir eben nochmal von vorne spielen. Kann man überhaupt sterben in dem Spiel? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in dem Spiel sterben kann. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Er hat keinen mehr. No! Oh, thank God. You lived. You had me worried. No. No, no, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. My God. Is this really how much you dislike my game? Ja. That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it?
You're literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Ich halte Am I das reading nicht the mehr situation aus. correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Ja. It looks like you wanted to make a choice after all. Ja. Well, this, is it over?